Manche Wege beginnen nicht mit einem ersten Schritt, sondern mit einer Idee. Ein Gedanke, geboren aus der Sehnsucht nach Weite. Ein stiller Wunsch nach einem Pfad, der nicht nur Landschaften verbindet, sondern Menschen, Geschichten, Jahreszeiten. Der Nord-Süd-Trail war nie geplant als ein Produkt. Er wuchs aus Leidenschaft, Hingabe, Neugier, Schritt für Schritt, Schild für Schild. Heute, 5 Jahre später, ist aus der Idee ein Weg geworden. Ein Weg durch Wälder, über Höhen, entlang von Seen und durch das Herz vieler Wanderer. Dies ist die Geschichte eines Trails und derer, die ihn zum Leben erwecken. Morgen ist ein besonderer Tag für die Initiative Nord-Süd-Trail. Vertreter aus Gemeinden, Presse und Tourismus sind vor Ort. Gemeinsam montieren wir das erste offizielle Schild in der Region. Nach Jahren voller Gespräche, Genehmigungen und Geduld erkennen immer mehr Touristikverbände den Wert dieses Fernwanderwegs für ihre Region. Doch was genau ist der NST, wie ihn viele Fernwanderer inzwischen nennen? Und wie begann diese Geschichte überhaupt? Ja, hier am Tisch liegen so ein paar Sachen aus den Anfangstagen. Also zum Beispiel hier so die ersten Designentwürfe für das Logo. Hier sieht man sogar noch den allerersten Entwurf, den ich damals gemacht hatte. Es fing alles an mit so ein paar Wanderkarten, wo ich mir halt überlegt habe, in welche Richtung nimmt dieser Weg, wo kann ich die einzelnen Wanderwege miteinander verbinden. Das hier ist ein besonderer Schatz, das sind tatsächlich die letzten noch erhaltenen Originalaufkleber, die ich 2020 auf meinem allerersten Thru-Hike geklebt habe. Und hier hat man auch noch einige Variationen von Schildern. Manchmal bekommen wir halt Auflagen, wie die Schilder auszusehen haben. Hier zum Beispiel vom Heidschnuckenweg, dann haben wir hier sehr schön das Design vom Bodensee, das sind richtige Metallschilder, sehr schön. Und das sind unsere Standardschilder, die wir benutzen, auch sehr hochwertig, also kein Plastik oder sowas. Ja, die Hangtags, die jeder Thru-Hiker oder Section-Hiker bekommt, wenn er sich auf den Weg macht. Und sollte er es geschafft haben, bekommt er hier die etwas hochwertigere Plakette, die ihn als Thru-Hiker des Nord-Süd-Trails auch auszeichnet. Anhand von diesen Aufklebern, das sind unsere Standardaufkleber für die Wegmarkierungen, und wie man sieht, hier unten an den Kilometern kann man schön sehen, aus welchem Jahr diese Aufkleber auch sind, weil die Wegstrecke hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit etwas verlängert. Am Anfang war es nur eine fixe Idee, 2017 auf dem Rheinsteig. Eine dieser Wanderungen, wo man viel nachdenkt und sich fragt, warum gibt es eigentlich keinen langen Fernwanderweg in Deutschland? Ich fragte mich, warum gibt es in Deutschland eigentlich keinen Trail, der das ganze Land durchzieht? So wie in anderen Ländern. Einfach loslaufen und irgendwann bist du am Ende angekommen. Ich wusste, wenn die Wandervereine Interesse gehabt hätten, dann gäbe es diesen Weg längst. Aber ich kannte das aus meinem Verein. Neue Ideen stoßen oft auf altes Denken. Ich selbst bin seit Jahren Mitglied beim Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Und ich weiß, es ist schwer, alte Strukturen aufzubrechen. Neue Ideen stoßen oft auf Widerstand. Oder auf ein müdes Lächeln. So, dann gehen wir mal los. Aber ich glaube auch an Wandel. Und wenn erst einmal Jüngere die Vereine führen, wird auch in Deutschland irgendwann ein Thru-Hiking-Trail Wirklichkeit werden.
Ob es der Nord-Süd-Trail bleibt oder ein neuer entsteht, das liegt nicht an uns. Wir können nur sagen, lasst es uns gemeinsam machen. Wir sind gerade unterwegs zum Halfway Point, also quasi zur Halbzeit des Nord-Süd-Trails. Dort erwarten wir Hiking Hares, eine Thru-Hikerin der Klasse von 2025. Und das machen wir immer sehr gerne, so die ganzen Leute hier aus dem Umfeld, wenn es zeitlich irgendwie passt, dass wir uns an dieser Hütte treffen und die ankommenden Wanderer ein bisschen verwöhnen, ein bisschen was aufgrillen, ihnen Mut zu sprechen für die nächste Hälfte des Nord-Süd-Trails. Denn es ist ganz komisch. Also für einen Thru-Hiker ist der Halfway Point einer der wichtigsten Punkte, natürlich neben dem Start und dem Ziel. Aber es ist ein ganz seltsames Gefühl. Man kommt an und freut sich wahnsinnig über das Erreichte. 1850 Kilometer, Wahnsinn, was ich schon alles geschafft habe. Und gleichzeitig bricht man fast zusammen, weil man sich vorstellt, ich muss das Ganze jetzt nochmal laufen. Ja, es ist halt, und da braucht man ein bisschen Zuspruch und es ist halt super schön, wenn dann auch ein paar Leute da warten und es wird dann halt ein bisschen gefeiert. Ja, und danach fahre ich zu einer Wegstrecke, die ich betreue. Da nehme ich euch auch mal mit. Da schaue ich mal nach den Wegzeichen, nach den Schildern, nach den gesprühten Wegzeichen und pflege das Ganze ein bisschen. Das ist ein Abschnitt, wo wir auch eine offizielle Erlaubnis für haben. Und das mache ich halt in meiner Freizeit auch mal ganz gerne, wenn es passt, dass ich mir einfach die Schablone einpacke, ein paar Schilder, ein paar Aufkleber und gehe dann Teilabschnitt und gucke, ob alles noch so ist, wie es sein soll. Irgendwo hier, zwischen Anfang und Ziel, kreuzen sich nicht nur Wege, sondern auch Menschen, Erfahrungen, Geschichten. Der Nord-Süd-Trail ist mehr als eine Linie auf der Karte. Es ist ein Band, das Menschen verbindet. Durch die gemeinsame Erfahrung des Gehens, des Suchens, des Findens. Es ist Zeit, den Blick auf diejenigen zu richten, die diesen Weg gerade gehen oder ihn bereits vollendet haben. Wir haben einige Thru-Hiker gefragt, wie fühlt es sich an, hier zu stehen? Was bedeutet es, Deutschland zu Fuß zu durchqueren? Welche Spuren hinterlässt ein solcher Weg? Also es ist was ganz Besonderes, heute hier anzukommen. Es markiert tatsächlich den Mittelpunkt, vielleicht auch einen Wendepunkt. Und die Leute, die einen begleiten, kriegen hier ein Gesicht, das ist wunderschön. Der NST bekommt ein Gesicht. Also Wandern bedeutet für mich absolute Freiheit, schöne Landschaften erleben. Und ich bin schon als relativ kleiner Junge durch meinen Papa zum Wandern gekommen. Wir waren häufig in der sächsischen Schweiz unterwegs und auch im Sommer gerne in den Alpen. So bin ich dann auch mit 12 das erste Mal auf die Zugspitze gewandert und war auch schon auf einigen 3000ern zusammen mit meinem Papa. Und jetzt wollte ich mal was Neues ausprobieren, und zwar Fernwandern, also über mehrere Tage am Stück einen Weg vollenden. Ich habe mich da eigentlich relativ ins kalte Wasser gestürzt. Ich hatte noch nie in einer Hütte übernachtet vor dem NST. Aber gerade das sind unglaublich schöne Momente, morgens dann aufzustehen, den Sonnenaufgang zu erleben. Das vergisst man sein Leben nicht. Ja, und das Tolle am NST ist einfach, dass man in Deutschland in der eigenen Heimat unterwegs ist und da logistisch einfach auch extrem einfach ist. Man kann einfach in den Zug steigen, nach Sylt fahren, dann wandert man einfach los, muss nicht um die halbe Welt fliegen. Und das ist einfach was ganz Tolles, was Einzigartiges, dass man da sein eigenes Land so erfahren kann und genießen kann. Und ja, auch mit so vielen unglaublich netten Menschen in Kontakt kommt und mit diesen Trail Angels und so weiter. Das ist eben, der Nord-Süd-Trail hat genau das, was man eben auch an den ganzen amerikanischen Trails hat, mit diesen Trail Angels, mit den Trail Days, und das fand ich eben ganz faszinierend, und deswegen habe ich mir gedacht,
ja, auf jeden Fall, da ist erstmal der Nord-Süd-Trail die erste Anlaufstelle, dass ich den als allererstes machen möchte von diesen krassen Fernwanderwegen über Tausende von Kilometern. Weil ich allgemein einfach immer schon gerne so gewandert bin, aber nicht so als auf die mega langen Strecken. Genau, mir hat das leicht zugesagt und fand das auch cool, dass es innerhalb Deutschland ist, dass man da jetzt auch nicht allzu viel planen muss und es kompliziert ist und auch nicht zu teuer. Genau. Und dann habe ich immer mehr in die Richtung geplant. Ich konnte halt noch nicht direkt los, weil ich auch noch eine alte Hündin hatte und so. Und genau, und dieses Jahr hat es dann geklappt. Und seitdem bin ich jetzt unterwegs und am schönen Bodensee angekommen und nicht mehr weit entfernt vom Eck. Die Sache ist, man kommt regelmäßig durch Dörfer, beziehungsweise auch täglich durch Dörfer. Aber es gibt auch sehr viele Wälder, die noch gut erhalten sind und dass es einfach den Norden mit Süden verbindet. Und dementsprechend denke ich, dass er definitiv auf lange Sicht größer wird und auch an Popularität gewinnt. Vor allem in der Thru-Hike-Szene für Menschen, die ein komplettes Land auf einmal durchlaufen wollen. Weil, sage ich mal, komplett Europa auf einmal durchlaufen ist dann für den einen oder anderen doch zu viel. Und dann ist es doch mal schön, erstmal nur ein Land pro Land, jedes Land einzeln zu durchlaufen. Der Wandel vom Wandern als eher traditioneller Freizeitbeschäftigung hin zum ambitionierten und bewussten Durchwandern von Fernwanderwegen begann in den USA in den 1940er Jahren, befeuert durch neue Wanderwege wie den Appalachian Trail oder den Pacific Crest Trail und weitere internationale Routen. Thru-Hiking ist keine Spazierwanderung. Es ist eine Lebensweise auf Zeit. Über Wochen, manchmal Monate, den Pfad entlang. Durch Landschaft, Wind, Wetter, Zweifel und Glück. Die Bewegung wird zur Meditation. Und irgendwann bist du nicht mehr auf dem Trail, du bist der Trail. Doch die Idee, viele Tage, Wochen, ja manchmal Monate zu Fuß unterwegs zu sein, hat ihren Ursprung nicht in Amerika. Sie liegt hier, in Europa. Schon im Mittelalter machten sich Pilger auf den Jakobswegen auf den langen Weg nach Santiago de Compostela. Damals war es ein spirituelles Ziel. Heute ist es für viele eine persönliche Herausforderung, ein Abenteuer. Oder der Suche nach Einfachheit und Nähe zur Natur. In den USA bekam diese Form des Wanderns später einen neuen Namen, Thru-Hiking. Und von dort schwappte die Bewegung zurück nach Europa. Auch hier wächst die Sehnsucht nach langen Wegen und einer modernen Fernwanderkultur. Der Nord-Süd-Trail ist ein Kind dieser Idee. Er ist anders als die großen amerikanischen Trails. Und doch bewegt er Menschen auf ganz ähnliche Weise. Die Frage bleibt immer dieselbe. Wie gehe ich meinen Weg? Schnell, sportlich, als Herausforderung? Oder langsam, bewusst, Schritt für Schritt? Ja, also ich habe immer bei dem Fernwandern schon immer so einen Ehrgeiz gehabt, ein bisschen. Und habe immer das Sportliche dabei auch gesehen. Neben dem Schönen, neben dem Genießen von der Natur und dem Draußensein wollte ich halt immer schon so ein bisschen das Sportliche auch in den Vordergrund rücken. Und dann habe ich gesehen, dass eben der Rekord sozusagen bei 100 Tagen ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also mit der Leistung, wo ich sonst immer so beim Wandern schaffe, mit so ungefähr 40 Kilometern, sollte ich das auf jeden Fall in unter 100 Tagen auch schaffen. Und dann bin ich so an die Sache rangegangen und dann habe ich da mal so ein bisschen durchgeplant und dann habe ich halt schnell festgestellt,
dass ich das auch schaffen sollte. Und genau, und das macht mir dann auch wirklich eigentlich auch Spaß so beim Wandern, das Sportliche so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Und genau, das treibt mich da ein bisschen an, motiviert mich und ja, und das, genau. Doch einen Thru-Hike zu beginnen und ihn auch wirklich zu beenden, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Statistisch gesehen bricht die große Mehrheit unterwegs ab. Vielleicht, weil die Verlockung hier besonders groß ist. Man ist nie weit entfernt von einem Bahnhof, einem Hotel, ein warmes Bett. Die Infrastruktur ist Fluch und Segen zugleich. Nur etwa jeder Fünfte, der sich den gesamten Nord-Süd-Trail vornimmt, erreicht wirklich das Ziel. Und doch, genau in dieser Spannung liegt die Wahrheit eines Thru-Hikes. Und genau hier, kurz vor dem Ende, spürt man es besonders deutlich. Dass ich jetzt nur noch knapp 300 Kilometer bis zum Haldenwanger Eck, zum Grenzstein 147 habe, ist für mich ein absolut unwirkliches Gefühl. Denn gefühlt war ich ja gerade noch auf Sylt, bin gestartet. Und wie schnell einfach die Zeit vergeht, indem man von Tag zu Tag denkt und jeden Tag ein paar Schritte sich dem Ziel nähert. Ich habe das Gefühl, jetzt wirklich richtig auf dem Weg angekommen zu sein und jetzt ist er leider auch schon vorbei. Ja, also jetzt zumindest immer mehr so halt, ne? Vorher war es immer so weit weg, aber jetzt will ich, also ja, auf jeden Fall da oben hoch und dann gibt es auf jeden Fall ein dickes, fettes, großes Tänzchen, ganz dem Namen, den Ehren machen. Genau, und ich werde auf jeden Fall halt auch nicht, also schon von Oberstdorf halt hoch einen Tag, aber ich werde dann da oben auch eine Nacht schlafen auf jeden Fall. Also das ist egal wie, was, ich werde mich da in irgendeine Hütte kriegen und mein Zelt aufbauen und diesen Moment, also ja, für mehrere Stunden und eine Nacht genießen und morgens wahrscheinlich nochmal zu dem Grenzstein, wahrscheinlich 5-mal zu dem Grenzstein immer nochmal laufen und Tänzchen machen, antwerken, ja. Ja, das wird auf jeden Fall, ja, das werde ich zelebrieren. Das wird nicht nur so ein Moment sein, das wird ein sehr langer Moment sein. Fast genau 100 Kilometer noch bis zum Haldenwanger Eck. Und ja, das ist natürlich ein großartiges Gefühl, jetzt kurz vor dem Ende zu stehen und das dann auch geschafft zu haben, was man sich vorgenommen hat und worauf man so lange sich gefreut hat. Und ja, und wenn natürlich dann auch noch das Wetter einigermaßen mitspielt und ja, deswegen habe ich schon eine riesen Vorfreude auf diesen finalen Moment und ja, das ist ein ganz, ganz besonderer Tag wahrscheinlich, hoffentlich. Eine direkte Ausschilderung des Nord-Süd-Trails war ursprünglich nie vorgesehen. Zu groß schien der bürokratische Aufwand, zu kompliziert die Abstimmung mit unzähligen Behörden und Wandervereinen. Stattdessen nutzten wir von Anfang an die bereits hervorragend markierten Wege, die der Trail ohnehin kreuzt. Doch mit der wachsenden Popularität des Nord-Süd-Trails wurde der Ruf nach einer eigenen Beschilderung immer lauter. Also schlossen sich engagierte Menschen aus der Community zusammen, um dem Trail ein eigenes Gesicht zu geben. Dabei gehen wir auf zwei Arten vor. Die angenehmere Variante ist die sogenannte Untermarkierungserlaubnis. Wenn uns Wandervereine gestatten, ihre Forsten oder Wegweiser mitzunutzen. So geschehen etwa auf dem Rothaarsteig oder dem Rheinsteig. Die zweite Methode ist deutlich aufwendiger. Wir schreiben die Gemeinden direkt an. Da der Nord-Süd-Trail über 600 Gemeinden durchläuft, kann man sich vorstellen, wie viel Geduld das verlangt. Und doch, auch hier haben wir schon erstaunlich viele Erfolge erzielt. Manchmal aber entsteht aus solch einer Anfrage etwas Größeres, eine echte Zusammenarbeit. So wie am Heidschnuckenweg, in der Region Steinhuder Meer
oder ganz besonders am Bodensee. Dort haben Touristikverbände und Gemeinden den Wert dieses nationalen Fernwanderwegs erkannt. Nicht nur als Weg, sondern als verbindendes Symbol zwischen Regionen, Menschen und Ideen. Und genau dort am Bodensee stehe ich nun wieder, 5 Jahre nach meinem ersten Thru-Hike, mit all den Spuren, die der Trail hinterlassen hat. Ich bin hier mit Claudia Philipp vom Kreis Bodensee-Kreis am wunderschönen Bodensee. Wir sind hier gemeinsam zur Beschilderung diese Woche und mit ihr gemeinsam haben wir die Erlaubnisse der Gemeinde eingeholt. Hallo Claudi. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ja, das war vor 2 Jahren, glaube ich, kamst du mit einer E-Mail um die Ecke und hast den Nord-Süd-Teil vorgestellt und mit der Frage eben, ob hier eine Beschilderung möglich wäre. Und das kam zu einem super Zeitpunkt, da wir gerade sowieso mit einer Wanderqualitätsoffensive tätig waren und mit den Gemeinden stetig in Kontakt sind. Und so haben wir das dann einfach eingebaut, haben die Gemeinden informiert. Du kamst online zu einem Termin dazu, hast das Projekt vorgestellt und die Gemeinden waren eigentlich auch alle Feuer und Flamme und haben gesagt, finden sie super spannend. Das Thema Wandern gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und ja, so haben wir dann gemeinsam einen Prozess entwickelt und die Gemeinden mit ins Boot geholt und dann letztlich ermöglicht, dass ihr auch die Schilder dann, ihr habt die über die Initiative finanziert. Ja, genau. Wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, so wie auch bei allen anderen Sachen bisher, die wir finanzieren mussten, die Aufkleber und anderen Schilder. Und genau, weil wir uns hier an die Richtlinien vor Ort halten, damit das ins Beschilderungssystem reinpasst, waren die dann auch ein bisschen teurer, aber das hat wundervoll geklappt. Wir haben genau innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden hatten wir das ganze Geld zusammen, was wir brauchten und konnten dann dadurch die Beschilder bestellen, die auch wirklich wunderschön geworden sind. Genau, und das war gutes Teamwork, wir haben uns da gut ergänzt. Ich hatte den Kontakt zu den Gemeinden, die Anna hat mir die Infos zugeliefert und ja, jetzt konnten wir tatsächlich heute das erste Schild hier im Bodenseekreis montieren. Ja, genau. Ja, ich bin jetzt ja gestern angereist aus Hamburg und ja, das erste Mal am Bodensee und ich bin schon total begeistert, aber wir haben ja auch das perfekte Wetter erwischt und ja, also das ist wirklich wunderschön. Was gibt es hier denn noch so zu sehen? Was wäre für die Hiker hier besonders das Highlight? Ja, also ich denke, wir haben eine ganz, ganz tolle Region. Ich stelle mir das super schön vor, wenn ich wirklich im Norden von Deutschland losgelaufen bin und komme dann hier an den Bodensee, habe dieses Panorama. Gut, heute ist die Sicht jetzt nicht ganz optimal, aber auch das ist total spannend, die verschiedenen Stimmungen hier am See mit dem Alpenpanorama im Hintergrund. Also wirklich wunderschöne Kulissen, vielleicht noch ein schöner Sonnenuntergang. Wir sind hier tolle Genussregion, es gibt ganz viele Einkehrmöglichkeiten, liebenswerte Gastgeber, wo man einkehren kann. Wir haben auch gerade für Hiker tolle Übernachtungsmöglichkeiten im Campingbereich. Eine ganz vielfältige Region und natürlich auch die internationale Region hier, die Vierländerregion, Zusammenspiel Schweiz, Österreich, Liechtenstein. Also das hat doch einiges zu bieten. Und ja, hat heute jetzt auf jeden Fall mit dem Wetter schon mal super geklappt. Ja, auf jeden Fall. Es soll jetzt ja auch noch so bleiben und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt die Woche über noch die Gegend genießen kann. Love that is deeper than the
my dream for forever. So ziemlich genau 2 Jahre hat es gedauert, vom ersten Anschreiben an die Behörden bis zum Erhalt der einzelnen Erlaubnisse der Gemeinden, durch die der Nord-Süd-Trail hier am Bodensee führt. Dazu kam, dass wir eine Änderung des Wegverlaufes angestrebt hatten, um den Verlauf etwas attraktiver zu gestalten. Und einzelne Gemeinden wollten zusätzlich noch wissen, an welchen Wegweisern werden wir beschildern. Die musste ich dann komplett aufnehmen, Koordinaten aufnehmen, denen zuschicken. Und jetzt noch mal ein Jahr später kann man sagen, wir haben die Beschilderung komplett hier abgeschlossen. Das heißt, wir haben alle Schilder montiert im Bodenseekreis, alle die mit dem, finde ich, wunderschönen Design auch. Was dazu kam, dass zusätzlich noch zur ganzen Beschilderung man hier die lokalen Wanderkarten neu anpassen möchte. Das bedeutete für mich persönlich nochmal zusätzliche Arbeit, indem ich alle Wegweiser kategorisieren musste bzw. abfotografieren, Koordinaten aufnehmen, die Koordinaten auf die Bilder auftragen und die an die Firma schicken, die dann für die Karten zuständig ist. Und zusätzlich noch gibt es an bestimmten Standorten Infotafeln, die auch mittlerweile in die Jahre gekommen sind, und die werden jetzt auch erneuert. Da wird der NST auch mit aufgeführt sein in der Legende und die Wegführung. Und das, finde ich, ist halt ein mega Erfolg. Dafür hat sich natürlich all die Arbeit hier am Bodensee gelohnt. Und vielleicht gibt es ja auch einen Anstoß an andere Gemeinden, Landkreise, Vereine, die auch immer zuständig sind, Behörden, um vielleicht genauso engagiert wie hier am Bodensee mitzumachen und vielleicht auch das Potenzial des Nord-Süd-Trails zu sehen. Und wir sind ja jetzt im 5. Jahr und so wie jedes Jahr neue Thru-Hiker starten, die jetzt vielleicht auch nicht alle ankommen, natürlich nicht, aber so gibt es natürlich immer wieder neue Anfragen an Gemeinden, an Behörden, und auch da haben wir nicht bei allen Erfolg, aber auch wie die Thru-Hiker, die dann ankommen, gibt es einzelne Erfolge, und das macht uns natürlich halt sehr stolz und glücklich. Und das Netz der Genehmigungen bzw. der Abschnitte, die beschildert sind, die offiziell beschildert sind, das wird auch immer dichter, und das zeigt halt eben, dass der Nord-Süd-Trail seine Berechtigung einfach hat. Und ja, die Ausschilderung, die ist
auch, finde ich, also persönlich auch super gut. Und da freut man sich jedes Mal, wenn man wieder mal so ein offizielles Schild sieht. Und das macht den Weg dann nochmal zu was ganz Besonderem, dass man eben dann auch, wenn man andere Wanderer trifft und dann mit denen spricht und sagt, ja, ich laufe den Nord-Süd-Trail und so weiter, dann habe ich eben auch ganz oft die Resonanz bekommen, wenn ich denen dann erzählt habe, ja, ich laufe den Nord-Süd-Trail, das sind diese grünen Schilder, dann haben die ganz oft gesagt, ah ja, die habe ich auch schon gesehen, da habe ich mich gefragt, was sind denn das für Schilder und so. Und genau, und da merkt man einfach, dass diese Schilder auch dazu den Bekanntheitsgrad von dem Weg beitragen. Und das nicht nur für die Thru-Hiker, für die Wanderer, die den Weg laufen, eben ganz Besonderes und was Wichtiges ist, sondern auch einfach um den Leuten zu zeigen, dass dieser Weg existiert und dass der eben mitten durch Deutschland geht. Und ja, von dem her sind die extrem wichtig, würde ich sagen. Und eine ganz tolle Arbeit, die da die Leute machen, die das ausflaggen und so. Wirklich der absolute Wahnsinn, was da teilweise geleistet wird. Das finde ich schon sehr angenehm, wenn ich dann mal wieder das Zeichen sehe, weil dann weiß ich auch einfach, egal abhängig von den anderen Zeichen, die man so sieht, ich bin noch auf dem richtigen Weg und am liebsten vertraue ich nur auf die Zeichen und laufe nur nach Zeichen, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit auf mein Handy oder auf eine Karte schauen, was ich beim Laufen einfach wesentlich angenehmer finde, wenn ich einfach sehe, okay, da ist der Weg, da geht's lang und ich kann einfach die Natur im vollen Zügen genießen. Ich fand das jedes Mal richtig schön, wenn ich ein NST-Schild gesehen habe, gerade auch am Anfang gerade mehr die Aufkleber, auch um zu wissen, ach, da war vor mir schon mal jemand unterwegs und auch aus welchem Jahr ist denn der Aufkleber jetzt? Und dann so zu überlegen, wer das gewesen sein könnte. Und aber auch die offiziellen Schilder, das fand ich ziemlich cool, als ich da die ersten gesehen habe und gesehen habe, ja, der NST wächst und er wird ausgeschildert. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Beschilderung irgendwo den Charakter der einzelnen Wanderwege wegnimmt. Also ich bin öfter unterwegs, dann auch gefragt worden, auf welchem Weg bist du denn unterwegs? Läufst du den Rheinsteig? Und dann war meine Antwort meistens, ja, auch. Wir können mal gucken, ich habe da so eine grüne Plakette am Rucksack. Da hängen ab und an hier auch so Schilder. Jo. Der NST hinterlässt Spuren und erzählt viele Geschichten. Schöne, leichte, inspirierende. Aber er trägt auch die schweren in sich. Momente, die uns still werden lassen und uns daran erinnern, dass Freiheit und Risiko manchmal dicht nebeneinander liegen. 2021 haben wir einen von uns verloren. Michael Radetzky, auf dem Trail auch nur Radusel genannt. Sein Weg endete zu früh, doch er endete nicht in Mauern, nicht im Lärm, sondern draußen, wo sein Herz zu Hause war. Heute setzen wir hier ein Zeichen. Für ihn, für alle, die weitergehen. Und als stille Erinnerung daran, dass jeder Weg einmal endet. Ein Fernwanderweg ist nie fertig. Er wächst mit jedem Schritt, mit jeder Idee, mit jedem Menschen, der sich auf ihn einlässt. Der Nord-Süd-Trail begann als Vision, als Linie in einem Notizbuch, als Traum, der größer schien als das, was ein Einzelner bewegen kann. Doch heute ist er mehr als eine Route. Er ist ein lebendiger Weg. Er trägt die Spuren all jener, die ihn gegangen sind. Die leichten, die fröhlichen,
die schweren. Er lebt von der Community, von Menschen, die Schilder anbringen, die anderen den Weg zeigen, die Geschichten teilen und Mut machen. 5 Jahre liegen hinter uns. 5 Jahre voller Schritte, voller Begegnungen, voller Arbeit und voller Wunder. Und doch fühlt es sich an, als stünden wir erst am Anfang. Vielleicht wird der NST eines Tages ein ganz normaler nationaler Fernwanderweg sein. Vielleicht bleibt er ein Geheimtipp für die, die das Ungefilterte suchen. Beides wäre gut. Beides wäre richtig. Was zählt ist, dass dieser Weg weiterlebt. Dass er Menschen zusammenbringt. Dass er Mut macht, aufzubrechen, loszulassen, weiterzugehen. Der Nord-Süd-Trail ist kein einfacher Weg. Aber er ist ein ehrlicher. Er zeigt Deutschland, wie es ist. In all seinen Farben, seinen Brüchen und Narben, seinen Weiten. Und wer ihn geht, nimmt etwas mit zurück. Die Erkenntnis, dass wir alle Spuren hinterlassen, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht ist das die wahre Zukunft des Trails. Nicht seine Länge, nicht seine Popularität, sondern das, was er in uns bewegt. Die Schritte enden irgendwann, der Weg nicht. I see forever when I